Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der InnoSoft AG. So, mit am Tisch sitzen heute wieder, diesmal sitzend, der liebe Markus und der liebe Marc. Hallo. Und was wir uns ausgedacht haben, Marc meinte, was ist denn das für ein oller, Mülleimer? Unser Biomülleimer. Genau. Was wir uns ausgedacht haben, wir haben einfach mal ein paar Anekdoten der letzten Jahre gesammelt, aufgeschrieben, die Namen gestrichen, alles in diese Box reingeschmissen. Und da wollen wir jetzt einfach nach und nach rausziehen und dann darf jeder was dazu erzählen, je nachdem, was für ein Zettelchen. Du hast ja in der Anmoderation gesagt, witzig. Ich weiß gar nicht, ob das witzig Nicht wird. alles war witzig. Genau. Ja, aber das werden wir ja dann sehen. Sind ja Anekdoten. Und Anekdoten können ja irgendwo in alle Richtungen gehen, oder? Ja. So, wer fängt an? Komm, Marc. Ja klar, ich fange an. Derjenige, der zieht, darf dann auch als erstes. Ja, Oder? das kommt ja drauf an. Kann ja ein Was Thema welche sein, Namen? womit ich Okay. jetzt überhaupt nicht, weißt schon. Okay, also der erste Punkt ist, Microsoft. Inner Circle. Oh. Da kann ich zumindest mal anfangen und das geht ja dann quasi weiter in die heutige Zeit, in eure Zeit. Aber wir soll schon irgendwie insgesamt einen positiven Unterton haben. Ne? Also die Inner Circle zu Beginn waren großartig. Also da kamen Partner aus oder Vertreter unterschiedlicher Microsoft-Partner zusammen. Da war ein technischer Kompetenzträger seitens Microsoft da. Und die Idee war einfach, die Partner technisch aufzufrischen, Informationen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. So. Das war der Hammer. Also ich erinnere mich, ich war mal irgendwie zu so einem SharePoint Inner Circle in Nizza. Ne? Das war ja fast so. Da hatte Microsoft auch noch ein bisschen Geld, was dann in die und Partner es gab dedizierte Ansprechpartner. Ja. Die auch tatsächlich Ahnung hatten. Genau. Also letztendlich war man ja stolz, wenn man Ja, klar. klar. Teil dieses Inner Circles war, also was ich der Exchange Inner Circle, wenn man dazugehören durfte, dann, das ist, glaube ich, so Das ist so vergleichbar klar. heute wie heute die MVPs. Jo. Das war damals halt dieser Absolut. Inner Circle. Wie ist es jetzt heute? Da war doch neulich eine Veranstaltung. Ach so. Nee, wir reden jetzt über Anekdoten. Es ist jetzt in dem Sinne, es ist jetzt auch irgendwie gar nicht jetzt, wie gesagt, ist ja auch gar nicht witzig. Wir hatten auch dann zum Beispiel noch vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, und vielleicht hört uns ja auch noch der Egbert Röhr zu, ne? Aber da gab es diese Digital Pharma Initiative. Hammer. Du hast auch mal Ja, hab ich einen sogar, Vortrag ne? Ja, gehalten, genau. genau. Ich war schon über SharePoint-Architektur, weiß noch ganz genau. Governance, ganz groß. Weiß noch, Immer hast noch du- aktuelles Thema. Absolut, gell. Hast schön auf der Konferenz erstmal ein Architekturbild an die Wand genagelt. Weiß Die es Leute noch. waren richtig abgeholt. Genau. Und Egbert war einer, der das Jahr für Jahr gemacht hat. Also das war keine Eintagsfliege, dieses Digital Pharma, sondern es ging dann tatsächlich weiter. So. Das Wiener Lostrommel. Marc und Thomas in Hamburg bei der Reederei. Und zwar, war so ein Ding, wir zwei sind ja öfter unterwegs gewesen. Der Punkt kommt nachher, glaube ich, nochmal anders. Aber zu der Zeit, das ist jetzt auch schon so 15 Jahre her, glaube ich, ne? Da sind wir ja oftmals, du klopfst dann an so eine Türe, hast einen Termin und das passiert ja alles. Ne? Also gerade bei so großen Firmen, okay, ist immer das Gleiche, hast ein Tor, musst dich da anmelden und so, aber gerade, und da waren wir in Hamburg bei so einer Reederei und die hatten so Türen, die waren 5 Meter groß, waren Portale an der Das war unglaublich. Elbschlossallee war das, glaube ich, ne? Ja. Und das war einfach, das war wie so bei Harry Potter, da war es hat nach Geld oder nach altem Reichtum. Wir waren sofort ganz klein. Alles ganz ruhig, nur Leder. Aber das war, finde ich schon, also hatten wir schon auch mal so die Erlebnisse der anderen Art, die man da hatte. Interessanterweise haben wir da nie wirklich einen großen Auftrag oder einen größeren Auftrag bekommen. Nie. Ja, du hast ja das Ruder übernommen und dann... Wir wollten nur die Punkte adressieren, Ach so, die vorher positiven. abgesprochen. Absolut, ja, genau. So, jetzt hoffentlich kriege ich dann mal ein Ding hier, was... Also Microsoft, Cebit volle Hallen. Was niemand weiß, Thomas war ja schon vor 30 Jahren auf der Cebit. Mit einem Aktenkoffer. Was war in dem Aktenkoffer drin, Eine Thomas? Banane und ich glaube Visitenkarten, weil das war tatsächlich damals ganz wichtig, dass man mit Visitenkarten vorfährt. Genau, aber dann kam ja die Zeit, wo wir alle auf der Cebit waren und wo die Cebit noch quasi, da hat die Musik gespielt. Ne? Ja. Da haben die Großen auch dann sozusagen diese neue Erscheinungen wie auch immer gelauncht und da war einfach, hast du gemerkt, da ist der Puls Ja. der europäischen Zeit.
Da fuhr man auch tatsächlich hin, um sich zu informieren. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich muss da mal hin, um mich sehen zu lassen, sondern das war wirklich eine Information. Ja, ich weiß auch damals zu Garibaldi-Zeiten haben wir das genutzt, um zu gucken, was die Konkurrenten so machen, haben uns da mal an die Stände begeben und mal einfach mal mittelgescheite Fragen gestellt und so. Das war schön. Und das Schönste, oder was nicht das Schönste, aber was damals auch echt cool und beeindruckend war, wenn die Hallentore zu waren. Ja. Und dann abends, ne, keine Ahnung, wir gehen heute Abend nach Microsoft auf die Party, wir gehen da auf die Party. Also das war schon bombastisch, was da auch aufgefahren wurde dann. Das war top. Ja. Müssen wir irgendwas hier, ich habe ja sozusagen das Recht, irgendwie Sachen auch zurückzuschmeißen, oder? Natürlich. Jeder hat alle Rechte. So, Think Tank. Think Tank, das ist tatsächlich damals ein Begriff, der von unserem Kunden damals Sanofi geprägt wurde. Also wir sind ja mit unserer Flotte allmorgendlich nach Frankfurt aufgebrochen und das war halt ein interdisziplinäres Meeting. Das heißt, wir sind da hingefahren, der eine ist danach in das Team der Infrastruktur, der andere zu den Application-Teams gegangen und das Coole war, dass die Kunden das damals so mitbekommen haben, uns gerne abends, bevor wir losgefahren sind nach Hause, ein Problem mit auf den Weg gegeben haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auf der Rückfahrt diskutiert haben. Also jemand, der das Problem mit hatte, hier habt ihr euch da drüber. Und dann haben wir halt so lebhaft diskutiert. Ich bin oft gefahren und irgendwann kam dann mal eine Kollegin nächsten Tag hin und hat auf der Rückfahrt einfach ihr Bild vorne auf das Armaturenbrett gestellt und gesagt, Markus, ich möchte einfach, dass du wenigstens nach vorne schaust, während wir zurückfahren. Großartig. Ich so mitdiskutiert habe. Das war wirklich groß. Aber das Coole war tatsächlich dieser Think Tank. Das war ein Begriff, der wusste man, der Inosoft Think Tank. Und das war eine coole Zeit. Das heißt, der Begriff kam auch vom Kunden? Der kam vom Kunden. Wir haben uns nicht ausgedacht. Ja, wir haben das mal in den Inosoft Think Tank gegeben. Also ich habe das von den Kollegen ein bisschen anders auch gehört, dass du ganz speziell auch das benutzt hast, um die Kollegen einfach wirklich auszupressen an Informationen. Ne? Das heißt, wurde mir so zugetragen. Also, dass du einfach so, der eine war der an der Reihe. Jeder musste berichten. Und er hat Antworten geliefert, das hat nicht gereicht. Und dann musste er nochmal und nochmal. Also nach zum Schluss immer allein gefahren. So, Lendi und die Ino-Logo-Farbe. Die Farbe ist ja jetzt nicht schön. Muss man das jetzt rausschneiden? Das war einfach ein Fehler, oder? Ja, kann ich gleich auch noch was zu erzählen. Ja, ist gut. Also, wir haben dann einfach diese Zahnpasta-Farben-Logo. Nein, also, ist ja so, wir haben ja so eine Farbe, die zeichnet sich vor allem darin aus, dass es die sonst so nicht so oft gab. Nirgends. Und das war bestimmt toll, aber ich habe mich früher sehr viel auch mit Grafik und Design beschäftigt, wie ihr beide wisst. Im Team. Genau. Und meine Aufgabe war es unter anderem, dass ich diese ganzen Druckerzeugnisse, die wir erstellt haben, die durfte ich dann quasi immer dafür organisieren, dass sie auch so aussehen, wie sie aussehen. Und dann musste ich mit diesem ganzen Kram immer zu Thomas gehen und du kannst das eben mit diesen normalen RGB-Farben, kriegst du diese Farbe nicht als Druckergebnis so hin. Und ich bin schon mit zitternden Händen immer zu Thomas reingelaufen, der so, ist das nicht unsere Farbe? Und das hat dazu geführt, dass ich bin dann bei jedem Druckerzeugnis zu den Druckereien gefahren und habe mir Probedrucke und den Pantone und alles und geschwitzt und so, aber irgendwann hatte ich so weit, dass dann die Farbe sah auch dann so aus, wie sie aussehen sollte. Ich glaube, wir haben in den 30 Jahren 3000 Farbvarianten erzeugt von dem Türkis. Das hat Mitarbeiter Nummer 1 hat sich das ausgedacht, die Farbe. Er hat sich damals bei Siemens angelehnt. Und ich habe gedacht, naja, die Farbe haben wir jetzt einmal genommen, dann müssen wir die durchziehen. Ah, ja. So, was haben wir denn hier? Die Japaner, Aventis APW. APW, das war Aventis Professional Workstation. Da haben wir damals in so einem komplett globalen Team gearbeitet. Ne, das heißt, aus allen Nationen hatten wir Leute in dem Projekt und da haben wir echt viel über Kulturen gelernt. Ne, also wir haben dann damals, heute würde man sagen agil, den ganzen Ländern schon verschiedene Testversionen bereitgestellt und haben gesagt, probiert's mal aus. Ne, und dann haben wir gesagt, jetzt geben die uns Rückmeldungen und ich weiß nicht, wie konkret wir gesagt haben, probiert's mal aus. Aber die Japaner waren total ruhig über Wochen und irgendwann kam nur die Antwort dann. Dann haben wir gesagt, wie dann? Ja, ist ausgerollt, verteilt, produktiv. Und das war wirklich noch komplette Testversion. Aber
das ist halt so die Kultur. Wir haben von global gesagt, macht es mal. Was haben sie gemacht? Ganz ordentlich, ausgerollt. Aber das waren noch völlig andere Sprachpakete und so. Ja, das war die APWJ. Ja, das war gar nicht so easy, Genau. ne? Da war damals der Jens in dem Fall, der war tatsächlich mit vor Ort in Japan und hat diese spezielle Version für Japan dann auch gebaut. Aber die haben natürlich diesen Core immer weiterentwickelt und getestet. Aber das Adaptieren hat der Jens in Japan gemacht, in Tokio. Und ich weiß noch, irgendwann kam ein Mail und sagt, ich brauche Fleisch. Nice. So, ist euch das schon mal passiert mit E-Mails schreiben und man ärgert sich über eine Person? Man schreibt in dieser E-Mail über diese Person und dann trägt man den Namen oben ein und schickt das Ding weg. Kunde oder Mitarbeiter? Kunde. Oh, Habt ihr das schon mal gemacht? Natürlich beim nicht. Kunden ist es mir noch nicht passiert, Nee. tatsächlich. Okay. Also mir ist es schon mal passiert, aber ich habe da noch zum Glück, steht nur drin, dass ich mich irgendwie wahnsinnig geärgert habe. Aber es war natürlich schon sehr unangenehm. Ne? Und seitdem ist mir das nie mehr passiert. Kann peinlich sein. Seitdem haben wir keinen Auftrag mehr bekommen, oder wie war das? Nee, das Ja, absolut. Wir klären dann nachher mal, wer der Kunde. Genau. Oh, DCI Röthinger Telefonanruf bei Markus. Ja, das war, ich glaube 2000 oder Ende der 90er, das Projekt bei DCI, neuer Markt, Kunde, schwierige Situation und ich war auch, glaube ich, schon partiell bei einem anderen Kundenprojektleiter und dann bekam ich einen Anruf, damals von dem Verantwortlichen vom Kunden, der gesagt hat, ich sitze hier mit 4 Leuten von Arthur Andersen und ich möchte jetzt den Projektstand mit Ihnen besprechen. Und ich habe gesagt, ja. Und dann habe ich dann halt irgendwie gesagt, die Verbindung ist schlecht, hier kommt ein Tunnel. Ich war von Frankfurt nach Marburg unterwegs. Dann kommt ein Tunnel und weiß ich noch, habe ich dann irgendwie weggedrückt. Und dann bin ich nach Thomas ins Büro und habe gesagt, ich glaube, wir müssen mal reden. Aber wir hatten schon ganz, ganz sachte, die sowieso das Ruder rumgelegt. Ja, Also. ja. Aber das war ein Schwierig. schwieriges Telefonat. DCI-Meeting mit dem CEO. Oh, Bla, das ist bla. mit eines der legendärsten Meetings. Das war auch bei dem Kunden und das weiß ich noch genau. Kam die Verantwortliche, in dem Fall auch eine externe Beraterin, hat gesagt, heute haben wir einen Termin mit dem CEO. Bitte alle mal die Bleistifte spitzen. Haben wir gemacht, Bleistifte gespitzt. Ich habe als Projektleiter jedem einen Block in die Hand gedrückt und gesagt, hier ist der Bleistift, spitzen. Und dann sind wir in dieses Meeting rein. Und das war wirklich auch, muss man sagen, er hat echt ein tolles Plädoyer, einen tollen Vortrag gehalten, seine Vision dargestellt. Das hat überhaupt nichts mit unserem Projekt zu tun. Der war schon völlig auf einer anderen Ebene unterwegs. Und das war dann echt sensationell. Er hat also so Sprüche gesagt, ich brauche insgesamt hier unten, ich brauche die Besten, ich brauche die Coolsten, ich brauche die mit den Sonnenbrillen. Und ich gesagt, okay. Und dann sind wir abends zurück ins Hotel und ich habe gesagt, so, Kollegen, die Mitschriften alle mal abliefern. Und dann aufgeschrieben, da drastet irgendwas. Und dann bekam ich von einem unserer besten Entwickler die Mitschrift. Und da stand wirklich ungelogen 2 Seiten voll. Bla, 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 bla. Und dann habe ich gesagt, was soll das denn? Und dann habe ich gesagt, das war das, was ich aus dem Meeting für das Projekt mitgenommen habe. Wahnsinn, ne? Das war sensationell. Das Meeting war sowieso, das muss schon nachliegen. Da hatten wir auch die coole Situation, wo die das Logo für das neue, jetzt Trusted Job, Trusted Trader. Ja. Und wir haben da drin Besprechung gehabt und die standen da noch alle und dann gehen wir vor einer Bar, guckt hin und sagt, ist spiegelverkehrt. Und geht weiter. Und dann ist er, stand hier, und wir sind uns rausgegangen. Ein Wahnsinnsprojekt. Das ist ja auch eine schöne Anekdote, die HTML-Seite, die wir gebaut haben, für welchen Preis wird die dann verkauft. Aber das ist für offline. Das war, Die aber habt das ihr war auch übrigens cool. ich gebaut. Die Thomas für teuer verkauft hat Ja. und dann auch nur so eine blöde Frage gestellt hat. Was passiert eigentlich, wenn sich jemand dort registriert? Stille im Raum. Gute Frage. Schick mir ein Paket. Das war ein schönes Projekt. So, nächster Kunde. Thomas und Marc vertriebsseitig unterwegs und wir mussten dann den Raum verlassen. Das habe ich auch selten erlebt, aber also das war im Pharma-Umfeld und wir beide haben
ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Ich glaube, es ging um Augmented Reality. Und dann plötzlich war dann so eine Projektverantwortliche und dann saßen wir da, es war eigentlich eine ganz gute Stimmung, es war irgendwie, wir mussten uns so ein bisschen annähern und plötzlich meinte die dann so, jetzt könnten wir doch bitte mal den Raum verlassen. Dann haben Marc und ich uns getrollt. Genau, und das war ganz komisch, vielleicht ist es ja irgendwie so ein üblich oder so, aber das war wirklich, dann sind wir unsere Sachen gepackt, dann sind wir rausgegangen, damit die dann intern das besprechen konnten. Habt ihr wenigstens noch was davon gehört? Oder war das der letzte? Das war dann die letzte. Bitte raus. Es gab dann auch keine Informationen, wie es weitergeht, ob es weitergeht, ob das alles gut oder schlecht war. Na, da habt ihr ja super performt. Das war wirklich ganz komisch. Mir auch nie mehr erlebt. Schon, Vertrieb mit Thomas. Ein echtes Team. Das sind ja auch Anekdoten und so weiter. Und das ist ja so, ich weiß gar nicht, wie lange wir zusammen umhergezogen sind. Auch schon lange. 5 Jahre. Ja, also hat sich auch manchmal angefühlt wie 50. Ne? Und da muss man ja sagen, ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als du von mir. Aber irgendwann war es dann so, dass wir beide unseren eigenen Kopf, also du schon immer und ich dann mehr hatte oder unsere eigenen Ideen und die eigenen Vorstellungen, wie wir jetzt dieses Gespräch und überhaupt das jetzt... Das war dann schwierig im Gespräch. Und dann wurde es zunehmend schwieriger, weil ich hatte dann plötzlich gedacht, so, alles klar, wir machen jetzt Plan A, sieht so und so und so aus. Und Thomas hatte immer... Plan B. Genau. Und die waren dann so, dass man die übereinander legen konnte. Und das war dann schon lustig, wie wir dann beide Hat dann irgendwann mal ein Kunde gesagt, könnten Sie sich vertragen? Ja, das war wie so 2 Alpha-Männchen, die dann quasi, keiner wollte zurückstecken. Aber ab dem Moment da war der Reifegrad erreicht. Ja, ganz genau, irgendwie schon. Es war dann gut, dass wir dann, mittlerweile freuen wir uns, weißt du? Absolut. Wenn wir wieder mal zusammen irgendwie so... Die legendären, wir sind dann immer zu McDonald's gefahren und haben dann da geguckt, ob noch alles in Ordnung ist. Richtig. Bei McDonald's. Das haben wir gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt komme ich wieder ärgern. Dreamweaver. Dreamweaver damals von wem? Makromedia. Sehr gut, Markus. Ja, also ich meine, das war natürlich ein Tool, was seiner Zeit, sagen wir, voraus war. Ja, Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Nee, wir kamen ja aus einer Welt, wir hatten da quasi Entwickler, die konnten da gutes Zeug entwickeln. Also mit Layout war es halt schwierig. Ne? Und die Leute, die Layout konnten halt nicht so gut entwickeln. Und dieses Dreamweaver, das war natürlich schon die Brücke. Das hat dir geholfen, die Entwickler zu kontrollieren. Total geil. Also dieses Werkzeug ist wirklich, ja. Max, hast du Kontakt mit einem Kunden bei einem namhaften Normungsinstitut? Das war auch, da bin ich sehr schnell geerdet worden. Hat man in eine Runde reingeworfen und die Fronten waren schon verhärtet, sagen wir. Und ich wurde dann als Berater der einen Seite da ins Rennen geschmissen und die andere Seite hatte das einzige Ziel, was sie hatte, war, okay, jetzt werden wir diesen Typ irgendwie versuchen zu vernichten. Und so, und da war ich auch noch jung und unerfahren und habe gedacht, okay, die denken jetzt, ich bin jetzt irgendwie nicht gut oder nicht geeignet, aber es war eigentlich ja nur um... Das war die Anbahnung, das war der erste Wahnsinn, Kontakt. Wir haben ja nie irgendwie da Arbeit oder Meeting, Projekte hinterlassen, sondern... Und interessanterweise sind wir immer noch heute verbunden. Absolut. Ne? Wir haben ganz intensiven Kontakt, auch mit den Leuten, wo wir uns da am Anfang so nicht ganz so gut verstanden haben. Am Ende bestens, ne? Aber dieses erste halbe Jahr war... Früher war alles leichter, jetzt war es leichter. So... Marc und Markus in den USA. Das Meeting mit beim CIO eines namhaften Pharma. Es war ja nicht CIO, es war, glaube ich, der USA-Chef. Und wir beide hatten halt einige Business-Termine. Und dann laufen wir beide da gut gelaunt rein. Und bevor der über Hallo gesagt hat, ne? Wie viel? Was ist euer Tagessatz? Das ist aber auch eine schöne Begrüßung. Ja, irgendwie hat sich das so am Anfang ja schon angehört. Das ist ja alles nett hier, was ist euer Tagessatz? Und dann war irgendwie die Aussage, das kriege ich 3-mal in Südamerika. Du wirst lachen. Genau die Diskussion hatte ich gestern wieder bei einem anderen Kunden, der aber von sich aus gesagt hat, na, was habe ich denn davon, wenn ich 3-mal schlechte Dinge einkaufe? Na, dann nehme ich doch lieber einmal qualitativ hochwertige Dinge und habe mehr davon. Also das war letztendlich unsere Antwort damals auch. Ja, dann viel Freude.
DCI, ich muss mal kurz weg, 6 Leute eingestellt in 10 Minuten. Dieses Projekt war ein einziges Erlebnis, weil es zur Zeit der neue Markt, die sind an die Börse gegangen, die Geld hatten bis zum Abwinken. ohne Ende, da gab es keine Strukturen. Auch diese Sprüche, ne? Niemand von denen konnte sich vorstellen, nach 40 noch zu arbeiten. Die sind hier hochgekommen, als wir Meetings hier oben haben, gesagt, wo sind eure Autos? Weil stand irgendwie so ein verrosteter Golf, Jens Seat Mabea, sagt, wo sind denn eure Autos? Und dann war das halt da unten, das war so klassisch. Ich glaube, man war auch zusammen im Termin und dann sagte der eine, ich muss mal raus. Ja? Da waren irgendwie Bewerber. Und dann kam der wieder, dann hat der innerhalb von 10 Minuten 5 Leute eingestellt. Also, da habe ich gesagt, was musst du denn sagen? Die musste jeder nur den Vornamen fehlerfrei aufsagen, dann war das Thema. Also das war insgesamt halt echt schon ein bisschen absurd damals. Ja, absolut. Auf keinen Fall den Namen nennen, steht hier. Das war auch so ein legendäres Meeting, was ich mal hatte. Also wir haben da auch für einen großen Konzern, für eine globale Abteilung gearbeitet. Und dann war ich in Paris und dann sagte damals der Ansprechpartner, hier, sag mal, Markus, könntest du mal in Deutschland bei dem Herrn so und so in der Abteilung vorbeigehen, die wollen da irgend so ein U-Boot-Projekt machen und das möchten wir nicht. Kannst du da mal für sorgen, ne, dass da alternative Lösungen hier, die in unserem Sinne in der Strategie sind? Und da bin ich hin in dem Meeting und die Art, wie die Tür geöffnet wurde, wie er uns angeblickt hat. Er hat uns nie direkt angeguckt und hat dann tatsächlich gesagt, ich habe gehört, Sie haben einen sehr guten Ruf hier in dem Unternehmen. Ich gehe davon aus, den möchten Sie behalten. Und also er hat mit allem und hat dann der Assistentin gesagt, show them what we have. und wirklich, alle saßen drin, aber das war so, also ja, so offensichtlich und obskur, also dass wir, Matthias und ich, so ein bisschen auch das Lachen unterdrücken mussten, weil er hat uns klar gesagt, wenn ihr Pappnasen mir hier im Weg steht, dann blase ich euch aus dem Wasser, dann seid ihr hier raus. Wir haben das Meeting, haben gesagt, ja, haben wir alles verstanden. Und dann habe ich den Kollegen in Paris gesagt, keine Chance. Keine Chance. Kannst du selber machen, ich bin raus. Also, das war wirklich Amerikaner, oder? Oder der Kollege? Nee, das war tatsächlich ein Deutscher. Oh. Ja, aber echt beeindruckend. Auch wieder Aventis APW, das Schaf bei den Italienern. Also, wir hatten ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, diese globale Desktop-Geschichte, wo wir das zentrale Team waren. Und da war auch der Jens mit dabei, unser Jens. Ne? Und wir haben den Leuten was rausgeschickt zum Testen. Und da hatte der Jens gesagt, so, ihr müsst jetzt folgende Schritte durchgehen. Und der Jens hatte sich gedacht, also wenn jetzt einer sich nicht an die Anleitung hält und das versucht zu umgehen, dann galoppierte ein Schaf über den Bildschirm und das sagte, du Schlingel. Hat das vergessen rauszubauen. Und irgendwann kam aus Italien, Markus, hier läuft ein Schaf über den Bildschirm. Und ich, Jens! Oh. Das war wirklich Nice. Was ist das hier? Oh ja, lustig. Social Media damals, da weiß ich auch noch, irgendwann, da kommt jetzt der Fotograf und dann sollten sich bitte quasi alle... War noch im Software Center. Ja, ganz genau, sollten sich alle irgendwie anziehen und dann ist so ein Foto entstanden. Und dann waren quasi, du hast es ja genau erkannt, 90 oder 95% hatten dann plötzlich ein dunkelblaues Hemd an. Ne? Das hatte die vorher gesagt. Also wir sollen alle blaue Hemden anziehen. Das war tatsächlich der Auftrag. Doch, es war der Auftrag der Fotografin. Ich hatte kein blaues Hemd an. Ja, weil du es wieder nicht gelesen hast. Das ist ja nichts Neues. Mann. Ja, auch wieder so ein DCI Mockup. Sind da runter. Das waren in dem Fall auch wiederum Marc und ich und haben jetzt so ein Maskendesign gemacht, so ein Klick-Prototypen. Und irgendwie hatten wir es geahnt. Wir haben 10-mal gesagt, das ist ein Mockup, ne? Das ist ein Mockup. Und der Vertriebsleiter saß halt daneben, ja, geben Sie doch mal ein. Suchen Sie mal. Und das ist ein Mockup. Das ist also, da ist doch kein Funktion. Ja, geben Sie doch mal ein. Und dann hat er so lange gesagt, jetzt geben Sie dort Dell ein. Und dann Marc eingegeben, ja, da kommt ja gar nichts. So ein fucking Mockup. Das war schon... Ja. Aber besser kann man nicht ausdrücken, wie die damals getickt haben, oder? Also, dass die sozusagen von Tuten und Blasen. Ja, dass der CEO
der war schon komplett bei einem ganz anderen Baustelle. Der war mit der Firma schon 5 Jahre weiter und das hat ihn überhaupt nicht interessiert, was wir da bauen. Und dann weiß ich noch in diesem Meeting, da hat er das erklärt, ne? Das ist das und das und das. Und dann meinte die eine, das ist ja dann genauso wie irgendwie TÜV. Und dann hat er sich rumgedreht und ich glaube, es war auch hohe Damen im Vertrieb, das ist doch was komplett anderes. und in der Gemengelage mussten wir uns da halt bewegen. Also es war wirklich, Spaß. Aber das passt ja gut zu diesem letzten Ding, Zettelchen, oder? den ich hier noch drauf habe. Also das ist so, weil es ja so um Anekdoten geht, ist jetzt nicht so ultra witzig oder so, aber viele dieser Geschichten, die wir haben, sind, oder einige davon sind einfach so, dass das, was manchmal heute noch Agenturen sind, dass die so eine Art Prügelknaben sind. Dass man sich gehst du irgendwo hin und musst völlig dankbar sein, dass du jetzt für irgendjemand arbeiten darfst und dann wirst du weggeschickt, weil es nicht ganz so ist. Und dieses Bild hat sich komplett gewandelt. Ne? Einerseits, weil natürlich sind jetzt IT-Kräfte mehr gesucht als noch vor 20 Jahren. Andererseits haben wir alle so ein bisschen graue Haare gekriegt und sind halt alle auch ein bisschen Senior geworden. Wir wissen viel besser, was die brauchen wollen, was wir wert sind. Und eigentlich ist es so, dass wir entscheiden, ob wir Projekte annehmen. Das müssen wir überlegen, ne? Das haben wir ja, so eine Diskussion haben wir früher eigentlich Nie gehabt. Ne? Und heute kommt was Neues, wo wir sagen, ja, okay, wollen wir jetzt da reingehen mit den Leuten und auf Augenhöhe mit denen, also wollen wir dafür jetzt investieren? Und das ist was komplett anderes. Da können Dinge auch viel besser einschätzen. Aber das muss man halt auch sagen, genauso wie wir da gelernt haben, ist es auch so, dass natürlich auch auf der Kundenseite da ein Lernprozess, damals waren das noch andere Zeiten, ne? Also da war Technologie, ne? Also da warst du es sind ja überall Leute aus der Versenkung hochgekommen, die auf einmal Programmierer, da wurde auch viel Schindluder gemacht. Na, und man konnte auch auf der Kundenseite das schwer einschätzen, ist das jetzt wertig, was auf der Gegenstelle passiert und was nicht. Also deswegen hat man da insgesamt, glaube ich, gelernt. Wann fahren wir wieder auf Achse? Also wann fahren wir mal wieder raus, vertriebsmäßig? Wann du willst. Wann du willst. Und dann kommt es wieder. Ich schicke dir die Slides. Das möchte ich gerne Ich habe noch 5 Minuten bis zum Termin. Wo sind die Slides? Nee, das war so ein Test, so wie weit du bist. Das muss man auch nochmal erwähnen. Also bei dir, Thomas, war ja so, das war in München, ich weiß es doch wie heute, und da hieß es hier, Marc, das ist super, nächste Woche ein Termin in München. Da musst du nur einen kleinen Vortrag halten, das ist so easy, ich schicke dir die ganzen Slides. Und ich war so naiv und so, ja, alles klar. Ne? Dann kriege ich noch irgendwie den schnellen Audi von Karin mit runtergebrettert, musste dann bei BMW mit diesem Auto da stehen. Und dann war es irgendwie so, und da kamen keine Slides. Und ich habe dann irgendwie noch geschrieben, Tag davor, und Thomas so, kein Problem. Ich schicke sie dir rechtzeitig. Wenn ich sage, sie kommen, kommen sie. Genau. 10 Minuten vor dem Termin kamen Slides, ich mache die auf. Das waren uralte Dinger, wo der Thomas die Überschrift ausgetauscht hat. Und ab dem Zeitpunkt hat sich für mich persönlich sehr viel verändert. Echt? Ja, absolut. Verstehe. Seitdem hast du nie mehr für mich Slides gebaut. Genau. Die mache ich selbst. Ja, und da habe ich gelernt, selber Verantwortung zu übernehmen. Danke euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schlusswort. Überhaupt keine Möglichkeit für mehr Schlusswort. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal. So, und jetzt holen wir die richtige Anekdote raus. Oder? Jetzt können wir die ganzen Namen Mikro raus. aus. Jetzt können wir die ganzen Namen Genau, laufen. und jetzt hol mal Bier und dann